So, zurück. Ihr seht jetzt schon den Fortschritt, was das Thema Mauer anbelangt, die ich ja, der ein oder andere hat es gesehen, etwas zurückschneiden musste, um es mal so zu sagen. Und zwar, Achtung, ihr werdet fliegen, und zwar hier war ja mal Mauer, so wie hier. Aber wie ich es auf den Fotos angedeutet habe, war das Problem genau hier. Die Mauer saß zu weit außen. Obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, wie hier zu sehen, auf den äußeren Rand des Fahrweges zu gehen, der verlegt worden ist, also das Unterholz, was für das Gleis verlegt worden ist, an diesen Rand zu gehen, und dachte mir in meiner Blauäugigkeit, ja, das wird schon passen. Aber nichts ist, es hat nicht gepasst. So, jetzt muss ich aus der Neigung zurück, wo das geht. Aber jetzt passt's. Jetzt können wir die Mauer auch wieder einsetzen. Das Schöne ist beim Molto-Fill, da gehst du dreimal mit dem Cuttermesser durch und dann entsteht auch hier so eine saubere Kante. Die habe ich natürlich jetzt, die müssen wir gleich noch löten. Gib dich mal um. Also hier waren überall kritische Stellen. Aber das geht jetzt alles hier. Irgendwo schleift er noch an dem Kabel. Die muss ich alle noch verlöten. Hier habe ich jetzt auch nochmal nachgearbeitet an dieser Trennstelle. Ja, es ist etwas verzogen optisch, wenn man genau drauf schaut, aber der Zug hat keinerlei Beeinflussung. Und die Spannungen, die auf dem Kurvengleis herrschen, sind doch allerhand. Und mehr als das habe ich nicht hinbekommen. Das ist aber für mich schon sehr zufriedenstellend, wenn man jetzt hier sieht, wie wenig, und auch der Übergang, wenn ich hier das Gefühl vom Drehgestell hat, einen ganz kleinen Klack, aber nicht irgendwie, dass ein riesen Versatz oder irgendwas drin ist. Das war vorher ein kleiner Versatz, der hat mich immer gestört. Jetzt ist es quasi, wenn man von weiter weg schaut, sieht man, dass es aus einem Guss ist, die Kurve. Jetzt stellen wir den Steuerwagen wieder hier hinten ab. So, jetzt werde ich den Rest hier zusammenlöten und hier vorne noch die Verbindung schaffen. Und dann werden wir hier allerhand Testbetrieb drüber jagen. Weil ich habe ja hier eine Überhöhung drin und habe jetzt gerade schon bei dem Steuerwagen festgestellt, gibt ein bisschen zu sehr Verwindung im Drehgestell, scheint noch okay, aber müssen wir natürlich testen. Also werden wir einen geschobenen Wendezug hier rüber drücken, um zu schauen, wie sich das verhält, und auch danach erst einschottern, weil ich will natürlich jede Möglichkeit, also jede Zugvariante, die ich mir so wünsche, fahren zu lassen, werde ich hier einmal lang schicken, vor allem da, wo ich weiß, dass es schwierige Zugkompositionen sind im Verhältnis, was das Thema Entgleisen angeht. Die werde ich alle mal hier lang jagen, und wenn es dann den einen oder anderen hat, der da entgleist, dann müssen wir hier ein wenig nacharbeiten. Also bis gleich, und ihr seht dann schon, wie es fertig aussieht und wie was rollt. Bei mir wird es wahrscheinlich noch ein Stück dauern. Ich hoffe, das ist noch am selben Tag, dass ich das hinbekomme, weil das Gleis hier einarbeiten, das war echt nicht einfach. Vor allem diesen Bogen so schön geschwungen hinzubekommen, war eine echte Herausforderung. Ich habe immer so in 5-6 cm Abschnitten geklebt und mit den Flexgleishalterungen gearbeitet, um wirklich genau den Bogen hinzubekommen. Hier unten ist es noch nicht verklebt, so dass ich hier noch flexibel bin, um quasi genau hinten auf das Gleis zu kommen. War viel Arbeit, aber soll sich am Ende auch lohnen. Deswegen war es die Mühe auch wert. Vor allem soll es ja dann ein paar Jahre lang so aussehen und die Züge komplikationsfrei über die Strecke kommen. Von daher investiert man da mal schon ein bisschen mehr. Jeder weiß das.
ein bisschen geschlampt beim Gleisbau und dann, wenn dann allein schon ein Drittel der Züge oder Kombinationen nicht fahren können, da hat man dann ein bisschen, ist dann etwas entnervt und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ich bin ein Freund davon, all meine Kompositionen, die ich besitze, auch fahren zu lassen. Von daher bin ich auch erpicht, dass die Gleisbausachen, die ich hier dran mache, und das sind jetzt auch schon einige, dass die so sind, dass möglichst jede Einheit, jede Komposition darüber laufen kann. Also, bis gleich. So, und los geht's zur allerersten Fahrt. Alles ist verbunden. Noch nicht mit dem finalen Schliff, aber ihr seid live dabei. Jetzt werden wir den Putzzug rausholen. Das heißt, ich habe ein paar ältere Eanos-Wagen, die ihre, ich weiß gar nicht, von Noch oder Faller, die Putzis da unten dran haben. Ich habe ja im letzten Video mal vom Schweizer Holzroller gesprochen, der da unten drin steht und sein Dasein fristet. Und die Gute möchte raus. Jetzt muss ich sie hier nur noch finden. Nee, RE, das klingt schon mal gut, aber ich glaube, die hat AE in der Bezeichnung. Das sollte sie sein. Und da höre ich was fahren. Ist bloß die Frage, ob sie in die richtige Richtung fährt. Ich glaube, sie fährt in die falsche Richtung. Das klingt besser. So lange von da unten raus nicht mehr gefahren. So, jetzt ist sie stehen geblieben. Habe ich hier irgendwo einen Stopp drin? Nein. Dann wird es der Dreck sein. Ich mache mal kurz einen Unterbruch. Aus irgendwelchen Gründen ist der Abstand hier stromlos. Weiß der Geier oder nicht. So, wer ist entgleist? Ich sehe es schon. Ja, jetzt nicht wundern, wir sind hier in der Testfahrtphase. Natürlich ist das eine E-Lok. Ich habe keine Oberleitung. Ich habe aber ehrlicherweise mehr E-Loks als Dieselloks. Und manchmal, wenn ihr nicht dabei seid, lasse ich die natürlich geheim fahren. So, jetzt bleibt er auch hier wieder stehen. Jetzt müssen wir schauen, ob ich hier auf grün ausgelöst habe. Hier löst gar nichts aus, das ist schon mal blöd. So ist der Plan nicht. Das hatte ich schon beim Auseinandernehmen. Nicht, dass ich hier etwas zerstört habe. Das wäre blöd. Jetzt fahren wir doch mal mit dem Tiger hinein in den Tunnel und versuchen den mal bis an den Punkt zu bringen, wo hier alles mit dem Holzroller ins Stocken geraten ist. Wieder 3 Millionen Adressen nach vorne. So. Ach, natürlich. Vorführeffekt. Ihr seid live dabei. Jetzt entgleist er auch noch. Und der andere Zug steht im Weg. Herrlich.
genauso wie man es nicht braucht. Ach Gott. So eine Verschränkung hier drin, furchtbar. Auf einen neuen Test. Nach wie vor habe ich hier das Problem von 2 Stromlosabschnitten, die es vor dem Auseinandernehmen des Nachbargleises nicht gab. Ich bin der Meinung, dass es nicht mittelbar zusammenhängt, aber man weiß es nicht. Vorher hat es alles funktioniert, jetzt nicht. Aber es soll ja um die andere Fahrtrichtung gehen. Die AE 477 kommt gleich zurück. Und mit der Rückfahrt, Vorsicht, ihr landet das Fliegen wieder, werden wir feststellen, wie das Ganze läuft. Da hinten kommt sie. In der Zwischenzeit habe ich auch dieses Hauptsignal entfernt. Ja, das fand ich selber schön. Auch mit dem Vorsignal, mit dem Spiegelei, aber irgendwo ist hier elektrisch der Wurm drin. Und ich habe ja die passenden LS-Signale, weil ich mich mal vor einiger Zeit dazu entschieden habe, dass es LS-Signale werden sollen. Einfach auch wegen den 24 Volt, die ich mit diesen Postrelais habe. Furchtbare Teile, sind auch immer laut. Dieses Knallen sind die Postrelais. So, jetzt kommt sie und wir schauen uns das an, wie das hier läuft. Ich würde sagen, wunderbar. Jetzt werde ich mich an die Sache machen, was hier mit den Stromlosabschnitten ist, weil ich muss jetzt jedes Mal in den Tunnel rein, also in den Schattenbahnhof, um anzuschubsen, weil hier ist ein Stromlosabschnitt und hier davor, dieser vor dem Signal. Was das auslöst, keine Ahnung, noch nicht. Habe diverses probiert, wo ich der Meinung bin, das könnte die Ursache sein, aber es war es nicht. Von daher weitersuchen und probieren und bis gleich. Auf geht's zum Test der Fahrzeuge, die bisher hier Probleme hatten. Als erstes 18201. Lassen wir sie doch mal Geräusche machen.
So, und jetzt kommt die 95er. Alles schon mal in meinen Videos gezeigt. Die 18201 lange nicht mehr, viele Jahre nicht mehr. Schon länger im Bestand. Die 95er nicht so. Und jetzt schwächelt sie hier. Vom Video noch Probe gelaufen. Der 5-Kuppler. Und ich sehe auch wieso. Die Lok ist nie eine komplette Runde gelaufen. Hier hat es den Stift entschärft. Und, so wie ich das gerade gesehen habe, hat es hier auch den Haftreifen abgewickelt. Aber das scheint noch drauf zu sein. Warum hier hinten kein Stift mehr drin ist, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ich sehe auch, dass das Rad verrutscht ist. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da ist der Stift drinne. Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Was soll ich sagen? Das, was ich bisher so von Arnold Hornby hatte, hat mich qualitätstechnisch nicht immer überzeugt. Auch hier, ihr seht ja, was ist das für ein Murks? Das passiert mir gerade zum ersten Mal. Ihr seid da live dabei, was mit diesem Fahrwerk passiert. Habe ich so noch nie gesehen. Ich hoffe, ihr seht das. Ganz was Komisches. Das bleibt klemmen. Aber momentan habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen von nervigen Problemen verfolgt. Schaut euch das an. Das ist das, was hier dabei rauskommt. Eine Katastrophe. Vergiss es. Es ist so, ein weiterer Dampfer soll zum Test laufen. Die 95er musste ich wegpacken. Das ist übrigens typisch. Länger die 18er nicht gefahren und bei den ersten 3 cm haut es den Haftreifen weg. Jetzt die BA65, die Rucksacklok. Die sollte das problemlos machen, weil die ist auch vorher problemlos gefahren. Ihr seht, die Mauer ist noch keine ganz wieder. Ist noch eine Moltofilwand. So, die 65er, wo viele sagen, auch kritische Fahreigenschaften macht's. Wir sehen, ob es auch aufwärts macht. Dem Verschränkungen im Gleis. Natürlich der Vorführeffekt. Kein Strom, herrlich. Ich bin vorhin extra mit den ganzen Gleisreinigungswagen hier drüber, aber wie es dann immer so ist, monatelang nicht gefahren, Video läuft, Vorführeffekt. Ja, fantastisch. Aber sie macht's wunderbar rückwärts. So gefällt mir das. So, jetzt probieren wir noch einen sechsachsigen Dieseler, eine sechsachsige Diesellok. So, aus der sechsachsigen Diesellokomotive ist dann noch kurz der Stadler-Shuttle geworden. Werfen wir ihn mal an. Und lassen ihn mal noch
fahren. Er hat auch einen ziemlich engen Radstand zwischen den Achsen des jeweiligen Drehgestells. Oh Mann. Genau das wollten wir nicht haben, was wir jetzt haben. Also, wir sehen, was wir sehen. Und ich sehe, dass die Idee meiner Überhöhung nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zack, stromlos, weil zu sehr verschränkt. Ja, das ist jetzt etwas ärgerlich. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als die Überhöhungen hier rauszunehmen. Hier in dem Bereich, weil hier ist die Verneigung drin. Oder die Verschränkung im Zug. Ja, schon fast sowas, ja, leider jetzt erahnt. Überall woanders läuft er wunderbar. Da hinten rauf, alles kein Problem. Natürlich, das ist auch top. Da gibt es auch nichts. Aber hier habe ich zu viel experimentiert, würde ich sagen. Ja, jetzt geht's natürlich. Höhere Geschwindigkeit. Aber wir wollen ja auch vorbildgetreu fahren, also werde ich das trotzdem abändern. Ich habe ja keine Rennstrecke hier. Ja, klar. Jetzt mit Geschwindigkeit hat der Zug genügend Überschuss, um dass er den Ausgleich schafft. Aber ist das Sinn und Zweck der Sache? Nein, ist es nicht. Wir wollen detailliert fahren, auch wenn es eine Art Spielanlage ist. Wir probieren mal, was probieren wir mal noch, was einen kritischen Radstand hat. Achsstand. Wir probieren mal noch was. Ihr seht gleich mal noch was. Wir fahren den mal wieder hoch. Den RS1, den Shuttle, den Regio Shuttle. Einen davon. Ich überlege mir noch was noch zu probieren wäre. Jetzt gibt es einfach mal just for fun die Kohlenormel hier. Ich glaube, die habe ich noch nie im Video gehabt. Ist ein 6-Achser. Probieren wir jetzt einfach mal mit so einem Kuddermotor, wie sie da alle drüben rumfahren. Fand ich immer ganz imposant, das Teil. Deswegen habe ich sie, auch wenn sie bei mir gar nicht reinpasst. Könnt ihr jetzt sagen, grenzüberschreitender Verkehr. Ich glaube, in manchen Stellen in Guben oder so kommt die über die Grenze, aber sonst wohl nicht. Hat nicht die allerbesten Fahreigenschaften, die Lok. Aber scheint kein Problem zu sein. Zu früh gefreut. Eieieiei. Wie sagt man, sag es immer, Katastrophe. Oder der Simon hat es auch schon beschrieben und hat gesagt, Profis bei der Arbeit. Ja, so fühle ich mich jetzt ungefähr auch. Wegen diesem Abschnitt von 10 cm, der einfach völlig daneben gegangen ist. Aber so ist das nun mal. Warum soll ich euch was beschönigen?
Ihr kennt das alle selber. Ne? Vorm Video kann man es natürlich immer gut aussehen lassen, aber ich nehme halt auch mal so mit. Viel rumgebastelt, eben stromlose Abschnitte, vorne erklärt. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt mal. Es wird wahrscheinlich schon lang genug sein. Hier meine kleine Parade. Mit einem Wendezug bin ich jetzt noch gar nicht durch, aber das es bringt es faktisch nicht, hier mit einem Wendezug noch durchzufahren, weil es wahrscheinlich selbige Effekte hätte, dass es nicht ganz funktioniert, wie es soll. Jetzt schalten wir die 18201 mal noch ab. Ja. Mit früherem ESO-Sound war das noch recht unromantisch, wie ihr merkt, einfach aus. Da gibt es ja mittlerweile schönere Sachen, wo das dann dementsprechend ausgeht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen an dem Abschnitt arbeiten, habe ich schon. Und zwar habe ich hier das Styrodor schon entfernt. Aber wie ich verstanden, gesehen und gemerkt habe, das reicht nicht. Es wird hier in den Abschnitten auch noch raus müssen. Und im nächsten Video wird es auf alle Fälle fahren. Da werde ich mich auch um den stromlosen Abschnitt hier drinne kümmern und hier vor dem noch nicht wieder neu gesetzten Signal. Vielen Dank fürs Zusehen auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal, auch wenn es heute nicht so erfolgreich war. Aber auf alle Fälle schon mal wieder mit fahrbarem Material. Ich habe dazwischen schon noch den Holzroller natürlich fahren lassen und den Tiger, was ihr gesehen habt. Jetzt gibt es hier einige Ausbesserungen wie diesen Haftreifen, den es hier einfach abgewickelt hat. Fantastisch. Heute ist so ein richtiger modellbarer Tag zum Vergessen. Wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und heute war so ein Tag, bis hier zu dem Punkt, ist fantastisch mit dem Gleis. Und danach habe ich Murks gemacht. Nicht extrem Murks, aber das, was ich mir einfach gedacht habe mit dieser Überhöhung, das passt faktisch gar nicht. Ich sehe aber auch gerade, hier ist noch ein bisschen Schmutz auf dem Gleis. Das könnte natürlich auch dafür sorgen, dass der ein oder andere hier ein bisschen stromlos war. Aber die Überhöhung, die muss entschärft werden. Die muss ich hier vorne rausnehmen, um einfach nicht diese In-sich-Windung im Gleis zu haben, weil das durch diesen Wackeler, den der Zug hier vollzieht, habe ich doch, wie ihr gesehen habt, mit einigen Triebfahrzeugen wirklich ein Problem mit der Stromaufnahme und wir wollen langsam und stilecht fahren, also muss ich hier in den Abschnitt nochmal ran. Werde euch da auf dem Laufenden halten und versprochen, beim nächsten Video gibt es dann auf alle Fälle wieder kompletten Zugverkehr. Gut, dass wir noch nicht eingeschottert haben, weil sonst wäre das hier ein kleines Desaster geworden. Jetzt folgen wir mal hier noch der SU46, so heißt dieser Keil. Ich finde die Loks teilweise, wie soll man sagen, so hässlich, dass es schon wieder cool ist. Und das ist das Ding irgendwie. Sie hat was und gefällt mir. Die lassen wir jetzt noch im Tunnel verschwinden und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.